Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us continue in this beautiful, beautiful passage. Lass uns weitermachen mit diesem wunderschönen Abschnitt. And in verse 10, the Apostle Peter tells us, In Vers 10 sagt uns der Apostel Petrus, after he has told us the importance of our faith that is going through the testing, nachdem die Wichtigkeit unseres Glaubens, der durch die Prüfung geht, erklärt hat, and there is an incredible harvest ready for us, dass eine unglaubliche Ernte für uns bereitsteht, when the full salvation, which is at the coming of Jesus Christ, will be there. wenn die völlige Errettung, die mit dem Kommen Jesu Christi einhergeht, da sein wird. Now look what he says in verse 10. Schau, was in Vers 10 sagt. This salvation was the focus of the prophets who prophesied of this outpouring of grace that was destined for you. Diese Errettung war der Fokus der Propheten, die von dieser Ausgießung der Gnade prophezeit haben, die für euch bestimmt war. Think about this statement. Denk über diese Aussage nach. If you go through prophecy in the Old Testament, Wenn man die Prophezeiungen im Alten Testament durchgeht, isn't it strange that so many Christians try to figure out all the different symbols and the riddles and the words of the prophet? ist es nicht seltsam, dass so viele Christen versuchen, all die verschiedenen Symbole, Rätsel und Worte der Propheten zu entschlüsseln? How much clearer can it be written? Wie viel deutlicher kann man es noch schreiben? The focus of the prophets was not to prophesy some weird, strange future events. Das Augenmerk der Propheten lag nicht darauf, irgendwelche seltsamen zukünftigen Ereignisse zu prophezeien. Although they did prophesy some things that for some of us are hard to understand. Obwohl sie einige Dinge prophezeiten, die für manche von uns schwer zu verstehen sind. But the focus of the prophet was Jesus and the gospel. Der Fokus der Propheten lag auf Jesus und dem Evangelium. Look, it was the outpouring of grace, and Jesus is the one who came full of grace. Es war die Ausgießung der Gnade und Jesus ist derjenige, der voller Gnade kam. Guys, I have said it for I don't know how many years. Ich sage es schon seit zig Jahren. Bible prophecy is not here for speculation. Biblische Prophetie ist nicht zum Spekulieren da. Everything has to be understood through Jesus Christ. Everything. Alles muss durch Jesus Christus verstanden werden. Alles. If the prophets who prophesied, if their focus was Jesus Wenn der Fokus der Propheten auf Jesus lag and the salvation and the grace and the new covenant that he brought, und auf der Erlösung, der Gnade und dem neuen Bund, den er gebracht hat, then if you take that out of their prophetic words, what's going to happen? was passiert, wenn man das aus ihren prophetischen Worten herausnimmt? That means it's out of focus. Dann ist es unscharf. Do you know, if you look through, have you ever looked through one of those, what do you call them, not magnifying glass, the kind of, like not telescope, you know, the glasses where you look into the distance. Wenn du durch eines dieser, wie nennt man sie, nicht Vergrößerungsglas, nicht Teleskop, die Gläser, mit denen man in die Ferne schaut. Yeah, binoculars, thank you. Ja, Fernglas, danke. I need Daniel today to help me. Ich brauche Daniel heute, um mir zu helfen. You know, if you look through binoculars and if they are not focused, you can't see clearly. Wenn du durch ein Fernglas schaust und es nicht scharf eingestellt ist, kannst du nicht deutlich sehen. You see something far away, but you don't really know what it is. Du siehst etwas in der Ferne, aber du weißt nicht genau, was es ist. The moment you put it in focus, you can see very clearly it's an animal or a tree or whatever. In dem Moment, in dem du es scharf stellst, siehst du ganz deutlich, es ist ein Tier oder ein Baum oder was auch immer. I've met so many Christians who are lost in Bible prophecy Ich habe so viele Christen getroffen, die sich in der biblischen Prophetie verlieren. because everything is out of focus. Denn alles ist unscharf. They try to figure out the horse and the rider and the tree and this and that and the other. Sie versuchen, das Pferd und den Reiter und den Baum und dies und das und jenes zu entschlüsseln. Think even of the book of Revelation. Denk mal an das Buch der Offenbarung. Doesn't it start like this? This is the revelation of Jesus Christ. Fängt es nicht folgendermaßen an, dies ist die Offenbarung Jesu Christi? See, we take Jesus Christ out of Bible prophecy and then everything is blur. Siehst du, wir nehmen Jesus Christus aus der biblischen Prophetie heraus und dann ist alles verschwommen. I've learned to read the Bible through the lenses of Jesus Christ.
Ich habe gelernt, die Bibel durch die Brille von Jesus Christus zu lesen. And his finished work, suddenly everything makes sense. Und durch sein vollendetes Werk, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Look what he continues to say. Schau, was er weiter sagt. They made a careful search and investigation of the meaning of the God-given prophecies. Sie erforschten und untersuchten sorgfältig die Bedeutung der von Gott gegebenen Prophezeiungen. Let me tell you why, to me, this statement, this verse is very, very rich. Ich möchte dir sagen, warum diese Aussage, dieser Vers für mich sehr vielsagend ist. Because a guy writes this who he himself did not understand this until many years into his ministry. Weil ein Mann das schreibt, der das selbst erst nach vielen Jahren in seinem Dienst verstanden hat. Do you remember Acts chapter 10? Erinnerst du dich an Apostelgeschichte Kapitel 10? He was not living like this in Acts 10. In Apostelgeschichte 10 lebt er noch nicht so. When there comes the vision from heaven that he has to kill and eat the animals, he refuses to. He argues with God. Als die Vision vom Himmel kommt, dass er die Tiere töten und essen soll, weigert er sich. Er argumentiert mit Gott. He still believes that Jesus belonged to the Jews only. Er glaubt immer noch, dass Jesus nur den Juden gehört. He believes that Bible prophecy is only for the Jews. Er glaubt, dass die biblische Prophetie nur für die Juden bestimmt ist. Now he's come to the understanding that all prophecy is fulfilled in Jesus Christ. Nun kommt er zu der Erkenntnis, dass sich alle Prophetie in Jesus Christus erfüllt. And he says the prophets did careful search, investigating. They try to figure out the meaning of their own prophecies. Er sagt, dass die Propheten sorgfältig recherchiert und geforscht haben. Sie versuchten, die Bedeutung ihrer eigenen Prophezeiungen herauszufinden. But think about this. Denk mal darüber nach. The Old Testament prophets prophesied things that they did not even understand. Die Propheten des Alten Testaments haben Dinge prophezeit, die sie selbst nicht verstanden haben. Think of Isaiah 53. Denk an Jesaja 53. You really think Isaiah had an idea what Isaiah 53 meant? Glaubst du wirklich, Jesaja hatte eine Ahnung, was Jesaja 53 bedeutet? He carried our sicknesses, and his stripes we were healed. He didn't know what that meant. Er trug unsere Krankheiten und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Er wusste nicht, was das bedeutet. But Peter makes it clear now Petrus stellt es nun klar, that as we carefully search prophetic meanings, it always has to focus on Jesus Christ. wenn wir sorgfältig nach prophetischen Bedeutungen suchen, müssen sie immer auf Jesus Christus ausgerichtet sein. Once you understand that, Sobald du das verstanden hast, you dare not to remove Jesus from any prophecy. traust du dich nicht mehr, Jesus aus einer Prophezeiung zu entfernen. See you tomorrow. Bis morgen!